Tag, hallo. Guten Tag, hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, wie geht's Ihnen? War eine harte Sache jetzt die letzte Woche Kann ich mir vorstellen. mit der Stripse. Hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen, aber Kopf hat gelaufen. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal. Was machen wir heute? Kümmern uns um dieses schöne Ding, Genau, was in ich muss mal Radio ausmachen. dieses schöne Ding kommt. Genau, also wir hatten vor einiger Zeit einen wunderschönen Auftrag bekommen. Das Auto hat einen Motorschaden, das ist übrigens noch der Motor, hier könnt ihr euch angucken. Ja, das war der vergammelte Motor von dem Ding. Der Motor ist auch fest. Das, hier ist der Turbo, hier schaut mal, Turbo. Kriegst du da drauf. Ne, komplett fertig mit der Welt. Hat auch keine Lust mehr gehabt. Der Kunde hatte Gott sei Dank noch 2 Köpfe. Die Köpfe haben wir komplett überholt. Da sind neue Ventilsitze reingekommen, neue Ventilführungen. Der Kunde hat einen W20 Stroker bekommen. Mit Mahle-Schmiedekolben, mit Manley Rods, die Hardtoughs. Zusätzlich, komm, wir gehen mal an die Kiste hier dran, haben wir hier den Precision Stock Location Turbo verbaut. Der macht ordentlich Dampf in Kombination mit den beschichteten Krümmer von RCM. Uns war wirklich wichtig, dass wir die Stock Location von dem Turbolader behalten, weil Schweiz und so ist das oftmals genauso wie in Deutschland nicht so leicht. Ne? Wir haben hier hinten die ACT-Kupplung mit einem erleichterten Schwungrad und den Koffer bauen wir jetzt hier ein. Ne? Da kommt jetzt als Ladeluftkühler, verwenden wir den Originalen, brandneu, ab 2008 plus. Bin ein absoluter Fan von diesen Ladeluftkühlern, denn die sind sehr elegant, die passen oftmals gut da rein. Dann ist der Wärmeaustausch von dem Core sehr gut, zudem ist aber auch der Flow gut. Oftmals sind die Zubehör-Ladeluftkühler nicht unbedingt besser wie die Originalen. Ja, so sieht das hier noch aus. Ansaugung werden wir noch modifizieren. Zudem bekommt das Auto noch einen ordentlichen Kühler von Michimoto. Das Gute an dem Kühler ist, der hat ein höheres Wasservolumen. Nicht unbedingt ist der Wärmeaustausch im Gegensatz zu dem Originalen besser, sondern das Wasservolumen ist höher und das sorgt für mehr Reserven. Ne? Und da wir das auch in schick haben wollen, kommt da dieser Michimoto Kühler Lüfter-Kit dazu. Das sieht dann zusammengebaut so aus. Ne? Ja. Noch einmal. Guten Tag, hallo. Hey, okay, das passt. Hey. Schmeckt. Bei dir? Was machst du? Filmen. Wir müssen noch ein Video drehen. Ah. Verstehst du, ne? Geht um den blauen Koffer da draußen. Genau. Was drehen wir da? Ein Video, wie wir den Motor eingebaut haben. Ersten Start. Ersten Start. Das kommt auch noch dazu. Der ist soweit, ne? Der ist soweit. Der ist jetzt so. Quasi. Der ist jetzt erstmal in Anführungsstrichen provisorisch zusammengebaut fürs Mapping, fürs Einfahren, weil wir dürfen dann nicht sofort die großen Einspritzdüsen, großen Ladeluftkühler und so weiter. Wir haben hier alles original wieder zusammengebaut und fahren den jetzt erstmal 2000 Kilometer ein. Und
Dann schauen wir mal. Dann wird das Steuergerät weggeschickt, denn das muss noch eine Überarbeitung bekommen, damit wir die Ladebefriedigung machen können. Dann geht es in die finale Runde, dann kommt Feuer in den Stuhl. Und das dauert aber eben noch, weil wir müssen das Ding 2000 Kilometer einfahren. So, der Koffer hat jetzt seinen ersten Start vor sich. Wir haben jetzt gerade erstmal das Drehzahlsignal unterbrochen, lassen jetzt erstmal was Öldruck aufbauen. Starte mal ein bisschen. Okay, Öldruck war da, ne? So, ich stecke mal kurz das Drehzahlsignal an, ja? Okay, dann starte mal. Mal aus. Zündsignal müssten vertauscht sein. Ja, ich hab schon gehört, der läuft nicht. Aber Öldruck war da. Öldruck war da, das ist schon mal gut. Wir schauen jetzt mal, ob wir vielleicht bei der Montage die Kabel, das war nämlich ein Hin und Her, vertauscht haben. Ja, so wird es sein, war klare Sache. Steck die mal um. Das ist immer das Problem, wenn da Leute oben an den Kabeln rumfummeln, weißt du? Ich bin mir sicher, dass die hier richtig aufgesteckt wurden. Jetzt sind Kerzen, aber dann wurde oben irgendwie bei der Demontage nochmal. So. Es kann eben nicht immer alles perfekt laufen. Lass mal hier schauen. Hier ist richtig. Okay. Aha. So sieht's aus. Läuft relativ sauber. Das hört sich sehr gut alles an. Beim ersten Motorstart achte ich immer sehr auf irgendwelche Geräusche, die mir fremd sind. Ob nirgendwo irgendeine Leckage ist, weil man kann immer mal eine Schelle vergessen oder so. Und lasse den im Prinzip jetzt nur 5 Minütchen laufen oder 3 Minuten. Und dann schauen wir nochmal, ob das alles gut aussieht. Machen wir was heller. Hier tropft schon mal nichts. Dass hier jetzt so ein leichter Nebel hochkommt, ist auch normal. Alles wird das erste Mal warm. Hört sich auch gut an. Hier stimmt was mit der Einstellung des Gaszugs nicht. Deswegen läuft er mit erhöhter Drehzahl. Da müssen wir hier an der Schraube ein bisschen die Leerlaufdrehzahl bzw. die Vorspannung des Gaszugs justieren. So. Drehen wir das mal um hier, ob das hinkriegt. So, Motor läuft sehr gut, lieber Kunde.
Jetzt wird es noch eingefahren und wir machen jetzt gleich erstmal, nachdem wir den was laufen gelassen haben, einen Ölwechsel und dann schauen wir mal, ob das alles gut aussieht. Ja? So, jetzt ist der Koffer einmal gelaufen. Jetzt gucken wir, ob wir irgendwo Undichtigkeiten haben. Das sieht hier alles gut aus. Sieht alles wunderbar aus. Man kann jetzt auch schon so leicht testen, wenn man irgendwie jetzt Probleme hätte. Wenn wir irgendwo unsere sauber laufenden Motor, wenn er irgendwie Zündaussetzer hat, könnte man schön mal fühlen an den einzelnen Krümmern, ob die eventuell gleich warm sind. Ne? Und dann wüsste man ganz schnell, wo wir den Zündaussetzer jetzt hätten oder mehreren Zündaussetzer. Bei 1, 2 Zündaussetzer checkt man das nicht. Nur man braucht wirklich nicht immer ein OBD-Gerät, um irgendwelche Fehler zu diagnostizieren, wenn man ein bisschen kreativ ist. Hast du drauf? Jo. So, erste Probefahrt. Das Wichtigste zur Probefahrt ist ein Feuerlöscher und was Kühlwasser ohne Lampe. Wir setzen uns jetzt mal in den Koffer und machen 2, 3 gemütliche Runden, ob das überhaupt alles funktioniert mit Getriebe, Kupplung, das ist ja auch alles neu und so. Deswegen schauen wir jetzt mal, ne? Alles klar. So, Kupplung fühle ich schon mal, ist da. Betriebstemperaturen sind auch schon fast erreicht. Gang geht schon mal rein. Oh, Alter, wir bewegen uns. Ich muss sagen, das Auto ist mit Motorschladern, haben wir das über eine Spedition extra beim Kunden abgeholt aus der Schweiz. Und ich bin damit keinen Meter vorher gefahren. Regnet. Boah, fast hier in den Koffer reingefahren. Okay, wir hören auf jeden Fall schon mal, wie der Cut unten an die Traverse vom Getriebe kommt. Aber das kann man alles noch klären. Bremse ist natürlich total down. Das Auto stand, glaube ich, bei dem Kunden allein schon ein halbes Jahr. Getriebe. Das Auto hat einen 6-Gang-Swap drin. Blinker funktioniert auch, Alter. Lecko funny. Auspuff muss er sich aber was anderes einfallen lassen. Ja, ist jetzt nicht so wirklich unser Bier gewesen, der war schon da drunter. Ja. Aber na gut, wir gucken mal, ob wir da was Kleines machen können. Erste Gefühl, was sagst du? Läuft super, ne? Motor, also höre ich jetzt nicht. Ich höre, wenn ich von der Kupplung gehe, höre ich so ein leichtes Rasseln. Oder wenn ich auf die Kupplung gehe. Das kommt aber vom Getriebe. Sonst fühlt sich das schon mal ganz gut an. Ja. Nee, das Telefon. Nee, das fühlt sich wohl, also. Boah, Wischer sind fertig. Das ist also kurz nichts gesehen. Nee, also da bin ich schon Schlimmeres gefahren. So im Bauch. Das jetzt mit dem Auspuff, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Kupplung muss ich noch so ein bisschen einschleifen, ist normal. Kupplung ist ein Reitbelag und das muss ich aufeinander einschleifen, damit das perfekt harmoniert. Übertrieben gesagt sind diese Kupplungsdruckplatten leicht konisch immer gefertigt, so dass sie erst anfangen außen zu tragen, die Kupplung, und dann nach innen trägt, weil außen kann halt das meiste Drehmoment erstmal übertragen werden. Aber was willst du, ey? Läuft einmal frei. Super.
fahren wir gleich erstmal auf die Bühne nochmal, gucken uns von unten alles in Ruhe an. Schauen wir mal, ob wir mal mit 2 kleinen Handgriffen das Auspuffproblem da gelöst bekommen. Und sonst ist das eigentlich toppi. 3 Wochen später. Nach der Kurve, 3. Gang, 2000 Umdrehungen, beschleunigen Sie einmal voll durch. Locken wir das einmal mit. Versuchen wir das mal hinzubekommen. Jetzt mal.